Architekturhistorisches Reservat Altstadt von Nessebar. Eine ins Schwarze Meer ragende Halbinsel, Nessebar, eine antike Stadt mit modernem Antlitz. Die Altstadt ist eine Sehenswürdigkeit von Weltbedeutung und wurde von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Nessebar ist ein Kulturzentrum, in dem sich historische Schichten gleich mehrerer Zivilisationen überlagert haben. Die ersten Bewohner waren die Thraker, die seit dem Ende des 2. Jahrtausends vor Christus hier nachweisbar sind. Sie nannten die Stadt Mesembria. Es folgten die Griechen im 4. Jahrhundert vor Christus und 4 Jahrhunderte später kamen die Römer. Wegen seinen 2 Häfen erlangte die Stadt eine wichtige Handelsbedeutung. Während der ganzen Antike pflegte sie gute Beziehungen zu den griechischen Städten und Kolonien am Schwarzen und Ägäischen Meer sowie denen des Mittelmeeres. Im Archäologischen Museum der Stadt sind viele Ausstellungsstücke zu sehen, die von dem reichen wirtschaftlichen, kulturellen und geistigen Leben während dieser Periode zeugen. Gleich im ersten Saal ist ein in Stein gemeißelter Erlass eines thrakischen Herrschers ausgestellt. Der Nachbarsaal ist dem griechischen Einfluss gewidmet. Hier sieht man eine Vielzahl von Inschriften zu Ehren namhafter Persönlichkeiten, Votivtafeln aus Marmor, die das einstige Leben von Mesembria dokumentieren, sowie vielfältige plastische Kultbilder, die vom reichen religiösen Leben der Bewohner der Stadt zeugen. Mit dem Einzug der Römer blühte Mesembria weiter auf. Ihre Bürger betrieben Handel, prägten Münzen und entwickelten die örtlichen Handwerke. Mit der Teilung des Römischen Reiches nahm die Rolle von Mesembria deutlich zu. Die Beziehungen zu Konstantinopel verstärkten sich, es entstanden massive Festungen und christliche Basiliken. Typisch für die plastische Innengestaltung der Gebäude jener Periode sind marmorne Säulen mit ihren Basen und Kapitellen. Diese antike Kultur, in der thrakische, griechische und römische Einflüsse ineinander verschmolzen sind, lässt Nessebar zu einem archäologischen Schatz werden. Im Mittelalter wurde die Stadt Mesembria genannt und befand sich mal in bulgarischer, mal in byzantinischer Hand. Die erhaltenen mittelalterlichen Kirchen zeigen, dass sich die Stadt als eines der geistigen Hauptzentren des orthodoxen Christentums etablierte. Einen großen Aufschwung erlebten die Kunsthandwerke. Bildhauer, Ikonenmaler, Töpfer hinterließen hervorragende Werke als Zeitzeugnisse. Die einstige antike Eleganz wurde mit majestätischer Erhabenheit bereichert und durch das Wunder des Christentums vergeistigt. Die Zahl der Kirchen stieg auf 40 an, von denen 26 bis heute erhalten geblieben sind. Eine reiche Sammlung von Ikonen aus Nessebar befindet sich im 4. Saal des Museums. Heilige Gottesmutter, Christus als Weltherrscher und Christi Geburt sind hervorragende Meisterwerke, die einst die Ikonostasen schmückten. Ein Bischofsthron und eine Altartür bestätigen, dass durchaus auch die Religion Pracht entfalten konnte. Am Hauptplatz in der Altstadt von Nessebar erheben sich die Ruinen einer dreischiffigen Basilika, die Sophienkirche. Sie war Anfang des 6. Jahrhunderts Teil der Residenz des Metropoliten von Nessebar. Einst waren die verputzten Innenwände mit Wandmalereien versehen. Heute ist die als alte Metropolitenkirche bezeichnete Basilika eine Architekturreliquie und ein Lieblingsort der Touristen zum Fotografieren. Die Wandmalereien in der Stephanskirche sind hingegen gut erhalten. Sie wurde im Zeitraum 11. bis 13. Jahrhundert erbaut und wird als neue Metropolitenkirche bezeichnet. Ihr Inneres ist mit Wandbildern aus dem heiligen Leben der Gottesmutter geschmückt. Die Zeit des Spätmittelalters übte einen neuen Einfluss auf die Kirchenarchitektur aus. Dies ist die Periode des Zweiten Bulgarischen Reiches und der Schule von Trnovo, die ihren Einfluss auf das ganze Land ausbreitete. Beispiele aus dieser Zeit sind die Kirchen Christus Pantokrator und Heiliger Johannes Aliturgetus. Im 15. Jahrhundert geriet die Stadt in den Machtbereich des Osmanischen Reichs und veränderte erneut ihr Aussehen. Ein gutes Beispiel für den orientalischen Stil aus jener Zeit ist der Brunnen neben der alten Metropolitenkirche. Die Altstadt von Nessebar jedoch, die heute Tausende von Touristen bezaubert, erhielt ihr Antlitz in der Zeit der bulgarischen Wiedergeburt. Im 18. Jahrhundert blühten das wirtschaftliche und kulturelle Leben auf. Der jahrhundertelang angestaute schöpferische Drang fand seinen Ausdruck in der Architektur des traditionellen Wohnhauses von Nessebar. Prächtig mit seiner natürlichen Schönheit und Ungezwungenheit war es kokett auf seine Art und Weise, indem ein Akzent auf die Inneneinrichtung und die Details gesetzt wurde. Heute weckt die Stadt Begeisterung unter den Besuchern aus der ganzen Welt, die Nessebar auf der Karte des historischen und kulturellen Tourismus neu entdecken.
Aufgrund der unzähligen, außergewöhnlichen historischen Denkmäler mehrerer Epochen steht die Altstadt von Neceber auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes.